So, also heute Hardening Audit, Vorbereitung und Nachweis. Es geht also heute ganz konkret um das Thema Hardening Audits. Erstmal ganz wichtig, ihr seid brandaktuell unterwegs. Brandaktuell unterwegs meine ich, im Handelsblatt wurde gerade die Woche ein spannender Artikel veröffentlicht zum Thema KI-Modelle, die super Hacking-Fähigkeiten haben. Zitiert wird dort unter anderem Frau Plattner vom BSI, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Sie fordern eine massive Härtung aller IT-Systeme, also Schutzmaßnahmen, die Computersysteme widerstandsfähiger gegen Angriffe machen. Und die BSI-Präsidentin betont, dass grundlegende Schutzmaßnahmen wichtiger denn je seien. Sie zählt auch ganz konkret technische Maßnahmen auf: Updates, Patching, Zwei-Faktor-Authentisierung, sichere Systemkonfiguration und umfassende Protokollierung. In den Forensikberichten der Hacker steht ganz oft noch Netzwerksegmentierung mit dabei. Ganz klassische Themen. Also, klassisches Thema, trotzdem brandaktuell. Und wir starten mit ein paar Hintergründe. Wenn wir auditiert werden und Nachweise erzeugen wollen, stellt sich ja so ein bisschen die Frage, warum eigentlich, wieso eigentlich? Und ganz wichtig ist an der Stelle der Hinweis, dass Systemhärtung tatsächlich in vielen Regulatoriken eine Rolle spielt. Das sei zu nennen das BSI-Grundschutz, SWIFT, die branchenspezifischen Sicherheitsstandards, NIS2, ISO 27001, CRITIS, DORA und weitere. Ich zähle jetzt nicht alle auf, die hier entsprechend zu sehen sind auf den Folien, sondern wir lassen es mal dabei. Also ganz wichtig, Systemhärtung ist in vielen Bereichen, in vielen Regulatoriken sowohl auf europäischer als auch auf deutscher, nationaler Ebene verankert. Wenn man anschaut, was alles gefordert wird, wenn man sich also die Regulatoriken weiter und tiefer anschaut, dann ergeben sich ein paar wichtige Anforderungen, die in allen Regulatoriken so oder so ähnlich drinstehen. Also zum einen, Härtungskonfigurationen basieren auf industrieerprobten Empfehlungen. Die Effektivität von Härtungskonfigurationen ist zu prüfen. Die tatsächliche Anwendung ist zu überwachen. Man muss also regelmäßige Maßnahmen implementieren, die Soll- und Ist-Zustand miteinander abgleichen. Abweichungen sind zu behandeln, also sogenannte Misconfigurations, Deviations vom Sollzustand. Man braucht also einen Prozess und, deswegen sind wir heute hier zusammen, ist eine umfassende Dokumentation zu erstellen. Und umfassend steht auch genau so in verschiedensten gesetzlichen Regulatoriken. Was wir halt häufig sehen, da mache ich mal ein GP-Result. Das reicht in vielen, insbesondere auch regulierten Bereichen, nicht mehr aus. Die Anforderer, die auditieren wollen, die stellen sich da auch ganz konkrete Dinge vor. Das, was ihr jetzt seht, kommt aus einem Dokument von der ENISA, der Europäischen Cybersicherheitsbehörde. Also Deutschland hat das BSI und in Europa gibt es dann die ENISA. Und die schreiben ganz konkrete Dinge vor. Die schreiben zum Beispiel sowas rein wie: Der Prozess ist zu dokumentieren, die Standards entsprechend basiert auf Good Practices and Standards, also entsprechende erprobte Technologien, erprobte Standards. Es gibt Tabellen und Übersichten, welche Konfigurationen angewendet werden. Es gibt eine sichere Baseline-Konfiguration. Es gibt Ausnahmendokumentationen, sprich also, wenn ich mich nicht an Empfehlungen halte, dann habe ich eine Dokumentation mit Begründung und Freigabe, warum ich mich nicht an die Empfehlung halte. Und natürlich auch, welche Standards ich benutze, links unten Documented Secure Baseline Configuration. Auf der rechten Seite dann zu sehen, auch ganz spannend tatsächlich, Netzwerke, Software, Systemkonfigurationen basieren auf Sicherheits- und Betriebsstandards. Wir monitoren und kontrollieren Änderungen an diesen Einstellungen, also monitoren und kontrollieren. Wenn ich Einstellungen, Konfigurationen ändere, will ich das mitkriegen und ich brauche einen kontrollierenden Prozess darüber. Ich will eine sichere Baseline, rechts der zweite von unten, der gelbe Strich. Und ich will natürlich auch identifizieren, dokumentieren und entsprechende Approvals, wenn ich mich nicht an Maßnahmen halte. Jetzt wird jeder sagen, es ist ja gar nicht so wild. Dann sage ich doch, für jedes Windows 11 System oder jedes Windows 10 System oder andersrum etwas abstrakter, jedes
Workplace, jedes Arbeitsplatzsystem brauche ich das. Warum? Weil es einen CIS-Standard gibt, der vorschreibt, dass Bluetooth und die Kamera zu deaktivieren sind. Einfach aus Sicherheitsgründen. Jetzt kann ich natürlich auf so einem Arbeitsplatz, wie an dem ich gerade sitze, Bluetooth und die Kamera nicht deaktivieren, weil dann geht mein Headset nicht mehr und dann geht auch die Kamera nicht mehr und das Video wird nicht mehr übertragen. Lange Rede, kurzer Sinn. Spätestens an dem Punkt brauche ich eine Ausnahmendokumentation, wenn meine Vorgabe ist, mich an die CIS-Benchmarks zu halten. Also das sind zwei ganz konkrete Beispiele, die in ganz, ganz vielen Projekten entsprechend zu einer Dokumentation führen. Was heißt denn das konkret? Wenn man sich an der Stelle mal ein bisschen die Gesetzeslage anschaut. Also links oben aus dem Kritis-Umfeld, IT-Sicherheitsgesetz. Systemkomponenten sind gemäß allgemein etablierter und akzeptierter Industriestandards gehärtet. Die herangezogenen Härtungsanleitungen werden ebenso wie der Umsetzungsstatus dokumentiert, also Soll- und Ist-Abgleich. Die ISO schreibt vor, dass man Secure Configuration braucht. Das ist das Control 8.9, die wir das auch verwaltet haben, also managen und auf der rechten Seite das kleine Kästchen Monitoring. Also auch da ist klar, es muss nicht nur einmal gemacht, sondern auch regelmäßig prozessual begleitet und auch gemonitort werden. Auf der rechten Seite die DORA mit dem entsprechenden grünen Hintergrund zu sehen. Am Ende des Tages geht es da auch darum, Angriffsfläche reduzieren, Baselines, die angewendet werden, sichere Konfigurationen, die angewendet werden, sind zu kontrollieren gegen die tatsächlich im Feld sind und sie sind regelmäßig zu kontrollieren. Und die sicheren Konfigurationen basieren natürlich auf anerkannten Standards, Techniken und entsprechenden führenden Härtungsempfehlungen. Also die Zeit, dass sich zwei ITler in einem Keller eingeschlossen haben und sich 15 Einstellungen überlegt haben oder 30, die sind vorbei. Wir reden bei CIS, bei DISA, bei den Security Baselines, bei den Linux-Empfehlungen für Ubuntu, für Red Hat etc. über mehrere hundert Einstellungen, wenn man das Betriebssystem verlässt, in die Office oder auch in die Browser, in die Applikationskonfiguration geht, kommt man relativ zügig über 1000 Einstellungen pro System. Das ist Aufwand, das muss man wissen, aber das ist das, was gefordert wird. Was wir ganz häufig sehen und was häufig zu Problemen führt, es fehlt an konkreten Vorgaben. Und ich bringe jetzt mal einfach 2, 3 Sachen mit. Ich lese die auch nicht alle vor. Denn die Frage ist ja immer, gegen was wird gemessen, dieses typische Anforderungsmanagement. Was wir ganz häufig sehen, ist auf der linken Seite auf Anforderungsebene, irgendwer sagt, wir brauchen Härtung oder wendet die CIS-Benchmarks an und die Kollegen aus der IT, die das dann umsetzen müssen, ja, sollen wir jetzt nur die CIS-Benchmarks oder auch die Härtungsempfehlungen vom BSI oder machen wir jetzt noch Office? Wie sollen wir das denn jetzt umsetzen? Sollen wir das kombinieren? Sollen wir es auch monitoren? Das steht nämlich auch im Gesetz. Sollen wir es auch kontrollieren, dokumentieren? Was wollen die, Klammer auf, aus der Security, Klammer zu eigentlich? Und was auch richtig ist, wenn die CIS-Benchmarks angewendet werden, dann ist ziemlich sicher, dass der Laden erstmal steht. Das hat einen einfachen Hintergrund. Die CIS-Benchmarks gucken aus Security auf Einstellungen, nicht aus Verfügbarkeit. Und also aus Schutz der Vertraulichkeit und Integrität, nicht so sehr aus Verfügbarkeit. Wie eben schon gesagt, wenn ich Bluetooth und die Kamera bei mir ausschalte, was sowohl das BSI als auch die CIS-Benchmarks fordern, dann habe ich für Videokonferenzen ein Problem. Von daher haben wir oft diese Pattsituation, wo halt auf der einen Seite die Anfordererseite und auf der anderen die Umsetzerseite steht und die beiden, das geht oft so weit, dass sie nicht mehr miteinander reden. Und da sind wir ganz oft dabei und fangen an, Mediatoren zu sein. Also auch 50% Compliance in dem ersten Schritt sind gut. Das hilft auf jeden Fall mehr als ideologische oder dogmatische Diskussionen. So, wie kann denn zum Beispiel so eine konkrete Vorgabe aussehen? Auch das, wie gesagt, zur Darstellung. Da kann man viel richtig machen, weil auch genau diese Vorgabe ist Teil einer Dokumentation, die ich in einem Audit weitergeben kann. Also, es ist ein CIS-Benchmark in einer bestimmten Version für Windows Server 22 oder Windows 10 oder Red Hat oder Ubuntu zu nutzen. Normalen Schutzbedarf, also Systeme mit normalen Schutzbedarf, die fordern die CIS L1-Settings. Hoher Schutzbedarf, also Domain-Controller, PKI-Systeme, ich weiß es nicht, die Hypervisor, die Systeme hosten, wenn sie schon ein Tiering-Projekt hinter sich haben, Tier 0, Tier 1, dann sind die Tier 0-Systeme auf jeden Fall alle kritisch und die Systeme, die Tier 0-Systeme managen und verwalten auch. Member-Server kann man dann unter L1 führen, je nachdem, was sie, also unter nicht kritisch führen, je nachdem, was sie haben. Also
Unterscheidung nach Kritikalität. Zweiter Teil, wie hoch muss der Umsetzungsgrad sein? Also im ersten Schritt sind mindestens 50% CIS-Compliance zu erreichen. Sukzessive Verbesserung ist Bestandteil des ISMS entsprechend nachzuweisen. Die CIS-Empfehlungen sind gegen die Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik zu prüfen. Bei Konflikten wird eine Risikobewertung zusammen mit der Informationssicherheit durchgeführt. So, jetzt wird es spannend an der Stelle. Das hat nämlich dieser kleine Satz, der hat ein paar Implikationen. Die BSI-Empfehlungen und die CIS-Empfehlungen, die überschneiden, überlappen oder widersprechen sich manchmal. Wenn man da wirklich in die Tiefe geht und mal die paar hundert Einstellungen gegenüber liegt, da wird man feststellen, dass das BSI Dinge anders sieht als CIS. Jetzt kann die Technik, die IT alleine versuchen, das zu lösen, oder sie ziehen die Informationssicherheit mit ins Boot und sagen, so Freunde, was machen wir jetzt? Also auch da kann man Kooperation schaffen, psychologisch sehr wichtig, weil dann nämlich beide Seiten, beide Parteien gemeinsam an einem Strang ziehen. Browser sind auf Basis von Herstellervorgaben zu konfigurieren, zum Beispiel Microsoft Baselines für den Edge und oder CIS-Empfehlungen. Ja. Was gibt es noch? Sichere Protokolle sind auf Basis der technischen Richtlinie kryptografische Verfahren, Empfehlungen und Schlüssellänge, das ist das Dokument Technische Richtlinie 02102-1 umzusetzen. Da steht zum Beispiel drin, dass MD5, RC4, SMBV1 nicht mehr Stand der Technik sind, Klammer auf, damit sind sie abzuschalten, Klammer zu. Und nicht nur nicht zu nutzen, sie sind aktiv zu deaktivieren. Hätte man das schon getan, hätte man mit der RC4-Abschaltung, die seit April jetzt am Start ist, kein Problem. Im Juli wird RC4 schlussendlich beerdigt. Notwendige Abweichungen steht dann auch in der internen Richtlinie, sind begründet zu dokumentieren. Die Freigabe erteilt die Abteilung Informationssicherheit. Die Sicherheitseinstellungen dürfen nicht angepasst, editiert, verändert werden und. Und dann kommt unten der Monitoring-Teil, ist einmal pro Tag, pro Woche, stündlich automatisiert zu kontrollieren. Das erfolgt eine Prozessintegration in vorhandene Prozesse. Sprich, einfaches Beispiel, stelle ich fest, dass mein Server nur noch 260 anstatt der 290 Einstellungen habe, dann habe ich ein Problem. Irgendwas passiert da, was da nicht passieren sollte. Ich sage nicht, dass es direkt der Hacker ist. Es kann auch einfach ein Betriebsthema sein, aber es ist immer wichtig, sowas mitzukriegen. Und jetzt kann sich jeder mal selbst fragen, wie oft Konfiguration bei laufenden Systemen geprüft wird. Änderungen sind anlassbezogen mindestens einmal am Jahr zu prüfen. Aktuelle Dokumentation ist vorzuhalten oder auf Nachfrage innerhalb von x Tagen, Wochen, monatlich zu liefern. Was wir sehr häufig sehen, ist die allseits beliebte Taskforce. Wenn ein Audit vor der Tür steht, dann drehen nämlich alle das große Rad und man fängt an, sich zu überlegen, wie überhaupt die Doku aussieht. Genau, und die aktuelle Doku enthält einen Sollzustand, den aktuellen Zustand, Ad-Hoc-Reporting und so weiter. Also ganz konkrete Vorgaben, die helfen. Hat man das schon mal dokumentiert, kann man dem Auditor schon mal eine interne Hardening-Policy liefern. Gut, also was ist unserer Erfahrung nach aus verschiedenen Audits notwendig, also sowohl im Banken-DORA als auch im ISO 27001 Schrägstrich beginnend auch NIS 2 Umfeld hilfreich? Ich habe mal versucht, hier mögliche Ziele aufzuschreiben und die in verschiedene Dimensionen zu gliedern. Das eine sind inhaltliche Ziele für ein Audit, relevante und belastbare dokumentorientierte Nachweise stehen auf Knopfdruck zur Verfügung. Bei Nachfragen ist man mit tieferen Details auskunftsfähig. Und auf letzter Instanz kann man dem Auditor auch Echtzeit-Hardening-Einblicke geben, beispielsweise auch mit Compliance-Historie. Das ist immer ganz hilfreich, weil man dann aus einem echten System Screenshots machen kann. Das kommt immer ganz gut an. Formal würde ich gern vermeiden, eine Diskussion über den Ursprung, das Format oder fehlende Inhalte meiner Doku zu führen. Also ich würde dem Auditor ungern das Feld aufmachen, mir zu sagen, wie er die Doku gerne hätte. Das kommt nicht gut an. Organisatorisch würde ich gern den IT-Betrieb weiter seine Arbeit machen lassen und auch hier die gern genutzte mehrwöchige Audit-Nachweis-Vorbereitungstaskforce würde ich gern vermeiden. Den Leuten in der IT ist aktuell nicht langweilig. Und zeitlich möglichst schnell und ohne Belastung des Unternehmens durch den Prüfpunkt durchkommen. Gerade bei so einer ISO 27001 habe ich viele, viele Prüfpunkte. Vielleicht kann ich den Prüfpunkt 8.9, den Hardening Secure Configuration Prüfpunkt, möglichst schnell in Anführungszeichen beenden. Es wird genug andere Punkte für Diskussionen geben.
Wichtig auch, ich habe jetzt gleich ein paar Beispiele mitgebracht. Jeder Auditor legt andere Schwerpunkte an, hängt damit zusammen, wie lange er schon bei Ihnen ist oder wie oft er schon die Audits gemacht hat, hängt auch damit an, wie gründlich er ist, was für eine Zertifizierung das ist. Das heißt, wir haben jetzt einfach ein paar Beispiele mitgebracht, die in echten Audits zum Erfolg geführt haben. Also, was könnten typische Dokumente sein oder Dokumentationen sein, die wir in einem Audit liefern können? Also zum einen, Sie haben ein Hardening-Projekt hinter sich, super. Statusberichte, Fortschrittsberichte, Präsentationen, Konfigurationsassessments vor dem Projekt, nach dem Projekt, im besten Fall managementtauglich in Balkendiagrammen aufbereitet oder Kuchendiagrammen oder was auch immer. Irgendwelche Bestätigungen von den Dienstleistern, mit denen Sie gearbeitet haben. Also wir nennen das Compliance Letters. Dann die Compliance-Dokumentation. Was gilt eigentlich bei uns? Also, wir haben eben über die Härtungsrichtlinie gesprochen, über die Vorbereitung. Warum nicht mal die Compliance-Richtlinie Systemhärtung oder ähnliches beilegen? Grundlagendokumente, Übersichten und den Standard selbst, also CIS-Benchmark für Windows 11, für Windows 10, für Server 22, für Ubuntu, für Red Hat, für Linux, für SUSE, für ich weiß nicht was. Ein Maturitätsgrad, eine Infrastrukturansicht. Also einfach mal ein Excel-Export, ein CSV-Export aus irgendeinem Live-System, wo der Hardening-Status einfach dokumentiert ist. Server 1, compliant, Server 2, compliant, Server 3, compliant, Server 4, non-compliant, aber es gibt ein Ticket. Ja? Einfach nur mal extrahieren, bestenfalls auf Knopfdruck. Dokumentation der Systemhärtung an sich. Welche Konfiguration soll angewendet werden? Excel, Word, eine Hardening-Richtlinie, dazugehörige Umsetzungsdokumentation aus einem Projekt, vielleicht ein Hardening-Tool und da ein Extrakt raus. Dokumentation der effektiven Anwendung, also oben war das soll, jetzt kommt der ist-Teil. Welche Konfiguration ist denn tatsächlich angewendet? Vielleicht bereits regelmäßig erstellte Berichte, ein Fileshare, Berichte, Screenshots davon, vielleicht wirklich die GP Results. Ich habe da in der Praxis ein Problem mit, weil die sagen nur, wie was konfiguriert ist. Das kann man sich dann durchlesen, diese HTML-Datei. Im Zweifel erkenne ich aber nicht, ob ich da compliant bin oder nicht. Das muss man dann wirklich schon fast forensisch analysieren, ob ich in den ganz, ganz vielen Zeilen compliant bin oder nicht. Vielleicht haben wir auch Schwachstellen-Scanner-Berichte. Es gibt bei den großen Schwachstellen-Scanner-Herstellern, die es am Markt gibt, immer sogenannte Configurations Assessments oder Compliance Scans. Die können Konfigurationen scannen. Open Source steht das Audit-Tab zur Verfügung. Kann man mal googeln, www.audittab.de oder einfach Google Audit-Tab eingeben. Das kommt von uns, kostet nichts, kann man auch entsprechend Ist-Zustand dokumentieren. Oder wieder hier Extrakt aus dem Hardening-Tool. Was auch wichtig ist, haben wir jetzt auch schon eben gehört, Ausnahmendokumentation. Bei welchen Einstellungen weichen wir warum vom Standard ab? Also kann ein manuelles Excel-Dokument sein, kann ein Extrakt aus dem Hardening-Tool sein. Im Zweifel haben Sie ein Jira oder ein ServiceNow oder ein BMC oder irgendwas in der Richtung und haben dort in Changes oder in irgendwelchen Tickets dokumentiert, welche Einstellungen für welche Systeme zugelassen worden sind mit einer Begründung. Dann exportiert man ein paar Beispiele aus einem Change- oder Incident-Ticketing-Tool. Grundsätzlich ist die Aussage, wir haben natürlich viele Möglichkeiten, Nachweise zu erzeugen, manuell, pro Fall, Screenshots, PowerPoints, Mails mit Anhängen, automatisiert aus Tools, beispielsweise HTML, PDF etc., direkt integriert in eine CMDB. Wenn Kontext und die Einordnung klar sind, können Tools sehr, sehr viel helfen. Bevor ich jetzt in eine toolbasierte Ansicht gehe und Ihnen mal zeige, wie das aussehen kann, vielleicht gerade noch, es gibt so ein paar Testimonials, wenn Tools benutzt werden oder wenn Tools von uns benutzt werden, wie schnell Audits für diesen Prüfpunkt beendet sind. Also ich hatte jetzt gerade letztens von einem NIST 2/ISO 27001 zertifizierten Energieversorger die Aussage so, wir haben das ISO 27001 Audit jetzt geschafft. Das Thema Hardening war ziemlich simpel. 5, 6 Berichte exportiert, das Tool gezeigt, Mail geschrieben, 2 Screenshots vom Live-Dashboard beigepackt, 3, 4 nette Zeilen in die Mail, viele Grüße, Prüfpunkt 8.9, der Gesamtprüfpunkt Secure Configuration Management war damit erledigt, innerhalb von wenigen Minuten. Warum? Weil man ein Tool hat, man diskutiert nicht über irgendwelche Nachweise, man kann es zeigen, man hat Screenshots,
Es geht nicht darum, dass immer alle Systeme grün sind. Das wird es nicht geben in der Realität. Es geht darum, dass man nachweist, dass man das im Griff hat. Gut. Was ist hier das? Das ist eine Härtungsrichtlinie, ich hatte es eben schon erzählt, also RL-Richtlinie, Systemhärtung von IT-Systemen mit einem entsprechenden Dokumentlenkungsteil und auf der rechten Seite bei Regelungen. Das, was ich eben gerade erzählt habe in der Folienansicht, ist im Prinzip hier nochmal in dem Screenshot dargestellt. Kann man mitgeben an den Auditor. Das ist ein Compliance-Letter. Das ist das, was wir tatsächlich für einen Kunden geschrieben haben. Das war im Juni 2024. Erfolgreicher Abschluss des System Hardening-Projekts für Ihre IT-Infrastruktur. Da haben wir also reingeschrieben, um was es geht, Konfiguration, System, Netzwerkeinstellungen, welche Standards benutzt worden sind, welche Projektdokumentation wir geliefert haben, wie hoch der Maturitätsgrad war und. Und das Tooling ist auch nach wie vor im Einsatz, scheint ein glücklicher Kunde zu sein. Das ist das, was wir auch liefern. Ist für einen Auditor ein super Statement, weil es von Dritten kommt und über das allseits beliebte Self-Assessment hinausgeht. Auch das sehen wir häufig. Haben Sie gehärtet? Ja. Haben Sie gepatcht? Ja. Haben Sie Netzwerke segmentiert? Ja. Na gut, dann kann man sich vorstellen, dass das Ja ist interpretierbar. Das kommt von einem Dritten. Das ist immer sehr hilfreich. Also wenn Sie mit einem Dienstleister arbeiten, lassen Sie sich sowas von Ihrem Dienstleister mal schreiben für Ihr Audit. Das können Sie ablegen und 2, 3 Jahre später aus der Schublade ziehen. Auch das ist ganz hilfreich. Das ist eine Übersicht, die wird im Hintergrund quasi erzeugt aus einem Tooling. Das ist jetzt hier basierend auf CrowdStrike. Das war ein Projekt in einem Universitätsklinikum in Deutschland. Am Ende des Tages geht es hier darum, der graue Balken zeigt eigentlich, das sind die CIS L1-Einstellungen tatsächlich auf der linken Seite. Bevor wir da waren und gehärtet waren, hatte der Server 128 konforme Einstellungen, also 34,7%, das ist das Gelbe. Und nachdem wir mit dem Server fertig waren, hatten wir 87,5% Konformität zu den L1-Einstellungen. Es geht noch mehr, aber trotzdem ist diese Steigerung auch für einen Auditor, das ist schon was. Da hat man was in der Hand. Das kann man belegen, das kann man nachweisen. Und die Basis da hinten dran war im Prinzip ein Scan mit CrowdStrike vor und ein Scan mit CrowdStrike nach der Härtung. Wenn man CrowdStrike nicht hat, ist das nicht schlimm. Die großen Anbieter, und ich habe eben schon gesagt, Schwachstellen-Scanner, die können das alle. Das ist jetzt auf dem Audit-Tab, also Quelldaten aus dem Audit-Tab. Wie gesagt, audittab.de einfach mal eingeben. Damit kann man die entsprechenden Daten für diesen Balkendiagramm, für diesen managementtauglichen Bericht erzeugen. Auf der linken Seite sieht man das schon. Das ist nur Betriebssystem 571 Einstellungen für Windows 11. Der gelbe Balken zeigt, dass wir knapp 25% Compliance hatten, bevor wir da waren. Mit einer einfachen Basishärtung kommen wir auf knapp 40% Compliance. Wir nennen das Essential Hardening. Und in dem Fall, wenn wir da wirklich individuell reingehen und besser werden, kamen wir in dem Beispiel jetzt auf 73%. Das ist ganz gut für die erste Iteration. Besser geht immer. Wir können natürlich noch Browser und sonstige Dinge und Office und andere Themen mit einpacken, aber 73% ist eine massive Steigerung. Und auch das ist sehr einfach wie so eine Treppe ersichtlich. Das überzeugt jeden Auditor, dass man was getan hat. Ist, wenn wir Projekte machen, immer Bestandteil der Projektdokumentation, um einfach auch da schon vorzubauen, wenn es zu einem Audit kommt, wenn der Wirtschaftsprüfer kommt und die Informationssicherheit bewertet, dann hat man was in der Hand. Genau. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das mittels Enforced Administrator aussehen kann. Die Nachweiserzeugung wird hier zum Kinderspiel. Die Audit-Anforderungen sind wirklich in Minuten bedient. Es wird regelmäßig geprüft, ob die konfigurierten und Soll-Einstellungen noch da sind. Wir können verschiedene Berichte auf Knopfdruck exportieren und eine Historie der Konfiguration ist einfach einsehbar. Ja, das sind im Prinzip jetzt so Berichte, die auf Knopfdruck erzeugt werden können. Man sieht also hier links im Prinzip mal so eine Übersicht mit ein paar Statistiken. 718 Einstellungen, 8 sind excluded. Die 8, die excluded, also nicht Bestandteil sind, wo man vom Standard abweicht, sind quasi auf der rechten Seite dokumentiert. Und unten sieht man dann auch in dem roten Kästchen, Bluetooth soll disabled werden. Und Herr Müller, der ISB, wie gesagt, in der roten Umrandung, hat das in Ticket 4711 freigegeben, sogar mit Rechtschreibfehler, mit der Begründung, wir brauchen Bluetooth. Also in dem Szenario hier gibt es intern noch ein Ticketsystem und dieses Ticketsystem im Ticket 4711 scheint da noch mehr zu stehen. Das ist die Ansicht über
über den Ist-Zustand der Systemhärtung. Also da gibt es anscheinend für physikalische Workstations, Physical Workstations, die 6 Systemen zugewiesen ist, scheint es eine Übersicht zu geben. 4 Systeme sind compliant, 1 ist non-compliant, das ist das rote, und ein System ist gelb. Da kann man dann Deep Dive reinmachen. Also wie ist der Ist-Zustand der Infrastruktur? Auch das ist sehr einfach exportierbar. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass immer alles grün ist. Das ist der Idealzustand. In der Realität habe ich das bei noch keinem Unternehmen gesehen. Ich kann mir den Compliance-Status pro System, also die Historie pro System exportieren. Das ist die linke Seite. Wir haben so knapp 930 Einstellungen. Gestern und davor wird also mehrfach pro Tag kontrolliert, war der non-compliant, also ein System, das aus irgendeinem Grund nicht konform der Einstellungen ist. Auf der rechten Seite kann man sich, sieht man eine Ansicht, dass man sich bei Non-Compliance benachrichtigen lassen kann. Das geht einmal per In-App, also innerhalb der Web-Applikation, aber halt auch per SMTP, also per E-Mail-Benachrichtigung. Also hier wird im Prinzip eine Prüfung vorgenommen. Das ist die schwarze, ungelesene, dick gedruckte Nachricht. Da ist eine Härtung nicht so, wie sie sein soll. Genau. Ja, da ist nochmal umrandet. Sehr gut, mit Animation. Genau, dann haben wir Abweichungen, die erkannt werden. Also hier haben wir nochmal eine Liste von Systemen, die eigentlich alle grün sind. Das sind die vier unter der roten Umrandung auf der linken Seite. In der roten Umrandung ist dann ein System non-compliant. Wir können die Abweichung so da identifizieren. Das ist auf der rechten Seite zu sehen. Das heißt, ich kann mir das System genau anschauen und auch genau sehen, welche dieser Einstellungen tatsächlich zu dieser Non-Compliance führen. Das heißt, ich habe knapp 930 Einstellungen verteilt. 927 sind compliant, dann sind genau die 3 hier non-compliant. Das ist also ganz konkret, wie man hier sieht, ein Log-on as Batch-Job, Log-on as Service und Deny Log-on locally. Das macht das Arbeiten in dem Umfeld Hardening schon deutlich einfacher und sorgt auch dafür, dass ich im Fall der Fälle sehr, sehr zügig meine Härtungskonfigurationen sauber monitoren und sauber und schnell auf Knopfdruck exportieren und dokumentieren kann. 13:28 Uhr, wir sagen ja immer so zwischen 25 und 30 Minuten. Wenn mehr Informationen gewünscht sind, ich gucke jetzt gerade nochmal in die entsprechenden Chats rein. Ich habe aktuell keine Nachrichten mehr, also von daher würde ich mich an dieser Stelle vielen, vielen Dank für Ihre Teilnahme an diesem Brückentag bedanken. Ich hoffe, Sie hatten gestern einen schönen Feiertag und wünsche Ihnen auch morgen und übermorgen ein schönes Wochenende. Und ja, wenn Sie mehr Informationen haben möchten, kundenbetreuung@fb-pro.com, im Englischen sales@fb-pro.com ist ein bisschen kürzer, oder einfach mal Systemhärtung googeln oder die KI eures Vertrauens nach Systemhärtung fragen. Ihr landet vermutlich bei uns. Vielen Dank, bis bald, schönes Wochenende.